Fibromyalgie-Schmerzen können manchmal so heftig sein, dass man gar nicht weiß, wie man den Tag überstehen soll. Ja, und Schmerzmittel helfen ja oft nur begrenzt oder haben Nebenwirkungen. Ich bin Carola Schröder und schon seit meiner Jugend lebe ich mit Fibromyalgie, habe über die Jahre Selbsthilfemaßnahmen gefunden, die mir sehr helfen. Und einige davon magst du schon kennen, aber vielleicht ist auch für dich noch was Neues dabei. In diesem Video zeige ich dir sofort wirksame, mittelfristige und langfristige Maßnahmen, die bei Fibromyalgie unterstützend wirken können, also ohne Schmerzmittel natürlich. Und ich erzähle dir später noch, welche Bausteine für mich unverzichtbar geworden sind. Ja, lass uns nun mit den Soforthilfen starten, also mit den Dingen, die mir am schnellsten Erleichterung verschaffen, wenn ich mal mit stärkeren Schmerzen zu tun habe. Ja, ganz oben steht da für mich das Massagegerät von Donnerberg. Das lindert bei mir fast immer Schmerzen in Nacken und Schulter, dann auch weiter entlang der Wirbelsäule, im unteren Rücken, Becken, Gesäß, je nachdem, wo ich es halt habe. Und normale Massagen, die habe ich früher gar nicht vertragen. Am nächsten Tag fühlte ich mich dann immer wie vom LKW überfahren. Aber mit diesem Gerät, da entscheide ja ich selbst über die Intensität, über Dauer, über die Tiefe und ich kann punktgenau steuern, wo ich es anwende. Falls du das auch mal ausprobieren möchtest, der Hersteller bietet ein Rückgaberecht von einem Monat und mit meinem Code sparst du 10%. Mehr Infos in der Videobeschreibung. Die nächste Soforthilfe lindert bei mir nicht nur Schmerzen, sondern hilft mir auch innerhalb weniger Minuten bei Muskelkrämpfen und beim ganzen Allgemeinbefinden, muss ich wirklich sagen. Gemeint ist Magnesium, das über die Haut aufgenommen wird, also transdermal. Das ist auch eine tolle Alternative für Menschen mit Magen-Darm-Problemen. Man kann das als Spray direkt an den betroffenen Stellen anwenden oder auch zum Beispiel ein Fußbad nehmen, ein Vollbad nehmen. Und in diesem Video hier erfährst du alles Wissenswerte dazu. Natürlich nehme ich Magnesium auch oral ein, zum Beispiel abends vor dem Schlafengehen. Aber für schnelle Hilfe bei Schmerzen oder Krämpfen, da ist die Aufnahme über die Haut für mich die bessere Wahl. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich die Wärme. Die nimmt einfach ein wenig die Spitzen, wenn die Schmerzen stärker werden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bist du eher der Wärmetyp oder der Kältetyp? Denn manchen hilft ja eher Kälte, zum Beispiel mit Kühlpacks oder mit Wechselduschen. Eine Betroffene hat mir mal geschrieben, dass sie immer ein Päckchen TK-Erbsen im Kühlschrank hat, um ihre schmerzenden Hände zu kühlen. Und wenn die Schmerzen bei mir wirklich mal schlimmer sind, dann gehe ich in die heiße Wanne und gebe transdermales Magnesium dazu und danach fühle ich mich fast immer besser als vorher. Und für den Schulter-Nackenbereich, wenn ich es da mal habe, dann nutze ich gern einen warmen Schal und manchmal habe ich auch eine Heizdecke im Bett. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tipps, was die Wärme oder eben die Kälte angeht. Schreib das gern in die Kommentare und dann profitieren wir alle voneinander. Und nun noch 2 weitere einfache Soforthelfer, die bei Schmerzen hilfreich sein können. Da geht es im 4. Tipp um sanfte Dehnübungen, die mir oft Erleichterung bringen bei den Schmerzen. Ich gehe dabei vorsichtig in die Dehnung hinein, also da, wo es weh tut, halte die Position 10 bis 20 Sekunden, würde ich mal so schätzen, je nachdem, das muss man für sich, also wie lange man das aushalten mag, man sollte es ja auch nicht übertreiben. Dann löse ich wieder, mache eine kurze Pause und dann wiederhole ich das Ganze ein paar Mal. Das tut zwar weh, aber für mich ist das eher so ein produktiver Schmerz, einer, der am Ende Erleichterung bringt. Und wichtig ist, denke ich, dabei langsam zu bleiben und immer auf die eigenen Grenzen zu achten. Ja, und dann gibt es ja auch noch das Faszientraining. Damit habe ich selbst aber keine Erfahrung. Manche Betroffene berichten aber, dass ihnen sowas hilft, zum Beispiel mit Faszienrollen. Und vielleicht kann ja jemand von euch was dazu erzählen, also beziehungsweise schreiben. Ich wollte es einfach mit ansprechen. Ja, mein letzter Soforthilfer, der wirkt vielleicht nicht direkt, ist für mich aber eine wichtige Sofortmaßnahme, nämlich Ruhe und Stressreduktion. Wenn ich merke, dass die Schmerzen oder auch andere Beschwerden zunehmen, dann versuche ich mich rauszunehmen, so gut das halt geht. Inzwischen habe ich da auch eine ganz gute Routine entwickelt, vor allem mit Atemtechniken oder auch mit dem Gerät zur Vagusnervstimulation. Denn Stress und Belastung, das sind Schmerzverstärker. Und indem ich mir Ruhe gönne, komme ich oft schneller wieder in eine stabilere Situation. Und schon kurze Pausen, Atemübungen oder vielleicht auch kleine Meditationen, das sind so Dinge, die helfen mir,
nicht noch tiefer in diese Überlastung zu rutschen, also um das so ein bisschen aufzufangen. Und meine Soforthilfen, die lassen sich natürlich noch erweitern. Und wenn du auch welche kennst, dann schreib das einfach mal in die Kommentare, dann haben wir irgendwann vielleicht eine Liste. Ich mache jetzt weiter mit den mittelfristigen Maßnahmen. Die wirken zwar nicht sofort, die können aber nach einigen Wochen spürbar werden. Denn die Soforthilfen, die sind zwar gut, aber die reichen bei mir allein nicht aus. Es bleibt trotzdem dieses Ganzkörper-Fibro-Gefühl und auch diese angezogene Handbremse, mit der wir uns durch jeden Tag kämpfen müssen. Und was da bei mir den Unterschied macht, das sind eben die mittelfristigen und auch die langfristigen Maßnahmen, auf die ich ja gleich auch noch zu sprechen komme. Bei den mittelfristigen Maßnahmen, da habe ich nach wenigen Tagen oder Wochen Verbesserungen gespürt, zum Beispiel mit der Ernährung. In meinem Fall ist es eine strikt umgesetzte kohlenhydratarme und antientzündliche Ernährung. Und da war es schon nach wenigen Tagen so, da spürte ich, da bewegt sich endlich was. Da wurde mein Bauch ruhiger, ich hatte ein bisschen mehr Energie, mein Kopf wurde mit der Zeit auch ein bisschen klarer, ja, und auch der Schlaf wurde ein bisschen besser und die Schmerzen gingen auch ein bisschen zurück. Das Ganze war vor 14 Jahren und noch heute reagiere ich mit solchen Symptomen und auch noch mit weiteren, wenn ich mich nicht an die richtige Umsetzung halte. Das ist ganz klar der Zusammenhang. Also zu diesem Thema gibt es zahlreiche Videos von mir. Schau am besten mal in meine Ernährungsplaylist, wenn dich das da interessiert mit der Ernährung. Da findest du Antworten auf viele Fragen zum Thema Ernährung bei Fibromyalgie. Ja, auch Vitamin D hat mir damals innerhalb kurzer Zeit bei Muskelschmerzen und Energiemangel geholfen. Viele wissen ja gar nicht, dass ein Mangel an Vitamin D Schmerzen, Erschöpfung, Schlafprobleme und noch einige weitere Symptome verstärken kann. Und deshalb ist mein Rat: Kenne deinen Vitamin D-Spiegel und behalte den im Blick, und zwar selbst. Verlass dich da auf niemanden. Du musst das selbst regeln. Es reicht nicht, den Wert einmalig aufzufüllen. Wichtig ist, dass du ihn dauerhaft stabil hältst. Ja, und der Bedarf, der ist bei jedem unterschiedlich. Der hängt eben auch von ein paar Faktoren ab, wie Alter oder Gewicht oder auch die Hautfarbe, der Hauttyp. Und ich rate dir, das Vitamin D nicht einfach so auf eigene Faust zu nehmen, es sei denn, du hast dir Hintergrundwissen angeeignet, denn auch eine Überdosierung ist wirklich möglich. Und wenn du bei diesem Thema Unterstützung möchtest, dann begleite ich dich gern mit meiner Vitamin D-Beratung. Das ist klar, Infos findest du in der Videobeschreibung. Ja, mein Tipp Nummer 8, das sind Omega-3-Fettsäuren. Die wirken entzündungshemmend und können Schmerzen, Erschöpfung und das allgemeine Wohlbefinden positiv beeinflussen. Und genau das hat auch eine aktuelle Studie gezeigt. Und die Ergebnisse sind für uns Betroffene wirklich spannend, denn die erklären, wie Omega-3 Entzündungen senken und sogar das Nervensystem beruhigen kann. Und wenn du wissen willst, wie du dir diese Erkenntnisse zunutze machen kannst, dann schau in dieses Video hier rein. Mir hat Omega-3 bei einem bestimmten Rückenschmerz geholfen, der sich wie entzündet angefühlt hat. Der ist weg. Und da interessiert mich, ob du auch solche entzündlichen Schmerzen kennst. Also wo du einfach das Gefühl hast, das sind Entzündungen. So ging es mir damals. Auch meine Konzentration ist dadurch besser geworden. Ich kann wieder stundenlang arbeiten. Und wenn du wissen möchtest, wie es um deine eigene Versorgung mit Omega-3 steht, dann findest du in meinem neuen Shop den Omega-3-Selbsttest mit persönlicher Beratung von mir. Und im Moment gibt es dort nur diesen einen Test, aber das Angebot wird da nach und nach erweitert werden. Der Preis dort wird dir in Euro angezeigt, aber der kann schwanken, weil ich ihn in US-Dollar festlegen musste. Du kannst den Test dort auch direkt als Festpreis buchen, wenn dir das lieber ist. Falls du Fragen hast, melde dich einfach. Ja, und bei Omega-3-Produkten, da ist auch die Qualität sehr wichtig. Billige Kapseln aus der Drogerie, die bringen oft nicht den gewünschten Effekt. Falls du also hochwertiges Omega-3 suchst, ich nutze die Öle von Norsan, die werden regelmäßig auf Reinheit geprüft. Die sind besonders frisch und die oxidieren kaum. Und die enthalten deutlich höhere Mengen an EPA und DHA als die meisten günstigen Produkte. Außerdem setzt Norsan ja auch auf nachhaltigen Wildfang und bietet auch ein veganes Algenöl übrigens mit einem hohen EPA-Anteil an. Und für Erstbesteller gibt es 15% Rabatt. Und den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn es um Fibromyalgie geht, dann wird fast immer über Entspannungsmethoden gesprochen. Und ich sage dir ganz ehrlich, bei mir haben viele Methoden einfach nicht funktioniert. Weder progressive Muskelentspannung, Feldenkreis, autogenes Training.
Ich frage mich manchmal, ob ich da irgendwas falsch mache, denn andere berichten ja, dass ihnen sowas hilft. Bei mir funktioniert das alles nicht. Und deshalb habe ich es hier auch als Tipp mit aufgenommen, weil es zwar mir nicht hilft, aber andere ja davon profitieren. Was ich aber schon spüre, das sind die Atemübungen. Zum Beispiel habe ich jetzt entdeckt, die Atemübung nach der Wim Hof Methode, die ist ein bisschen heftiger, aber da passiert bei mir auch was. Und vielleicht ist das bei dir ja alles ganz anders mit diesen ganzen Entspannungstechniken. Vielleicht hast du schon eine Technik gefunden. Vielleicht gibt es was, was dir gut tut. Dann schreib das doch mal in die Kommentare. Vielleicht finde ich ja dadurch auch noch was anderes, was für mich interessant sein könnte. Und so sammeln wir dann hier Ideen. Diese Maßnahmen aus Teil 2, also Ernährung, Nährstoffe, Entspannung, die wirken natürlich nicht nur nach einigen Wochen, sondern vor allem dann, wenn man sie dauerhaft beibehält. Und deshalb gehören sie auch jetzt eigentlich mit auch in die Gruppe der langfristigen Maßnahmen. Für mich ist das alles bis heute wichtig geblieben. Aber wenn ich da an nachhaltige Veränderung denke, dann gibt es vor allem noch eine weitere Maßnahme, die für mich entscheidend war, und das ist die Guaifenesin-Therapie. Das ist nicht jedermanns Sache und man muss sich in dieses Thema wirklich hineinknien. Ich wende Guaifenesin schon seit vielen Jahren an und mir hilft es vor allem bei den Schmerzen. Ich kann eigentlich sagen, seit Beginn der Therapie ist dieser dauerhaft präsente Ganzkörperschmerz, wo man komplett irgendwie beeinträchtigt ist. Das ist bei mir nach und nach immer mehr verschwunden, das habe ich nicht mehr. Und auch viele andere schmerzhafte Bereiche. Zum Beispiel an Daumen. Kennt ihr vielleicht auch diese Stelle hier, wenn man da überhaupt nur so drüber geht, wie das richtig weh tut. Also das ist zum Beispiel besser geworden. Oder auch an den Ellenbogen. Kennt ihr das auch, dass man so das Gefühl hat, das ist irgendwie alles zu kurz, das funktioniert alles nicht richtig, das ist alles schmerzhaft einfach. Ja, und dann der Schulter-Nackenbereich. Also das sind alles Dinge, die haben sich durch das Guaifenesin bei mir deutlich gebessert. Allerdings braucht diese Therapie auch Geduld, denn es dauert oft viele Monate, bei manchen Symptomen sogar Jahre, bis man da Veränderungen spürt. Wichtig ist auch, sich wirklich gut mit dieser, ja, ich sag mal, komplexen Therapie auseinanderzusetzen und sich vorzubereiten, damit das Guaifenesin auch wirken kann. Und falls du darüber mehr wissen möchtest, ist vielleicht dieses Video ein guter Einstieg. Schau da einfach mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, welche wichtigen Infos gibt es noch, die dir im Alltag mit Fibromyalgie weiterhelfen können. Und genau dazu habe ich ein Video gemacht. Da erfährst du Dinge, die in vielen Arztpraxen nie zur Sprache kommen. Danke, dass du dabei warst und bis bald.